Moin, Ladies and Gentlemen, ich darf euch heute wieder recht herzlich zu einem kleinen Video begrüßen und heute wird sexy, ihr seht es auf dem Tisch. Wir schauen uns die brandneuen SMR16 Modelle aus dem Hause E&C an. Ja, SMR16. Letztendlich haben wir hier eine 416A5, bedeutet aktuelle Generation, komplett beidseitig bedienbar das Ganze, mega sexy Geissli Vorderschaft dran und das Ganze auch noch mit einem perfekt umgesetzten RAL 8000 Farbton. Gut, nichtsdestotrotz Leute, ich habe euch bereits zwei sehr ausführliche Videos zu E&C gemacht mit Schusstest. Wir haben uns SM16 angeschaut, die MK18, die LVC, die LWR. Dementsprechend gibt es viele Punkte, die hier identisch sind. Die werde ich mir heute sparen. Dementsprechend kein Full-Size-Review sozusagen, auch Schusstest werde ich mir sparen, denn letztendlich haben wir dieselbe Hop-Up-Kammer drin, selbes Bucking, selber Tensioner. Da wird sich von den Schussergebnissen und auch vom Hop-Up wird sich absolut nichts ändern. Brauche ich mich also nicht zum dritten Mal wiederholen. Dementsprechend sprechen wir diese Modelle relativ kompakt durch, werden aber dennoch auf die wichtigsten Punkte selbstverständlich eingehen. Auch gerade Internals hat sich jetzt bei dieser SMR16 im Vergleich zu den Anfang des Jahres zu den anderen E&C-Modellen ein kleines bisschen was verbessert. Das sprechen wir im Detail durch. Auch Schimmung müssen wir leider ansprechen. Und abschließend gibt es ein kleines Fazit und auch einen kleinen Vergleich zur VFC und zur Arcturus. Gut, hauen wir ein Intro raus, dann geht's los. So Leute, legen wir los. Wir fangen an, SMR16. Es gibt zwei unterschiedliche Modelle, wie ihr gerade auf dem Tisch gesehen habt. Einmal die 10,5 Zoll Version und einmal die 14,5 Zoll Version. Diese schöne kleine 10,5 Zoll Version erreicht im Inneren eine Lauflänge von 270 mm und ein Gewicht von stolzen 3 Kilo. Im Vergleich zu anderen M4 Modellen haben wir natürlich hier bei diesem Geissli Vorderschaft deutlich mehr Masse oder deutlich mehr Material vorhanden. Bedeutet, man kann schlecht vergleichen mit diesen ganzen modernen M-Log-Systemen oder Keymod-Systemen, die einfach stark aufgefräst sind und dementsprechend ein kleines bisschen leichter sind. Hier also der gesamte Vorderschaft packt einfach ein bisschen Gewicht drauf und dementsprechend für so ein kompaktes Ding 3 Kilogramm ohne Optik, ohne Zubehör, ohne Mumpeln, ohne Akku ist schon ein kleines bisschen wuchtiger. Nicht schwer, aber wie gesagt im Vergleich ein kleines bisschen wuchtiger. So, dann gut, sprechen wir es gleich an, Schaft hinten, oder ja, zunächst mal der Farbton ist natürlich, wie vorhin schon angesprochen, perfekt. Also im Vergleich zu VFC 1:1 identisch. Wunderschönes RAL 8000, auch der Vorderschaft von Geissli perfekt in der Farbe getroffen, dieser leichte Bronze-Farbton, einfach hervorragend. Auch Pistolengriff und Schaft, tipptopp, Buffer-Tube, ebenfalls in Waffenfarbe RAL 8000. Sieht einfach monstergeil aus. So, jetzt wird der erste schon daherkommen, oder ich habe es auch schon gelesen, ja, der Schaft ist leider nicht original HK. Bedeutet, wir haben hier letztendlich so einen stinknormalen SOP-Mod-Schaft oder Special Force-Schaft, ich weiß nicht, wie das Ding heißt. Letztendlich einen stinknormalen Schaft dran und natürlich nicht original. Hat einen gewissen Vorteil und kommt ein bisschen darauf an, auf was man Wert legt. Wenn jetzt einer sagt, ja, er braucht einen Originalschaft, klar, dann ist das nichts für ihn. Aber man hat natürlich hier den Vorteil durch diesen großen Schaft, dass wir natürlich in das Ding deutlich größere Akkus reinballern können. Beim Original HK-Schaft hat man letztendlich nur Platz in der Tube, bekommt letztendlich nur so einen kleinen Akku rein, vielleicht mit 1400 mAh. Bei dem Schaft können wir natürlich jetzt diese seitlichen Taschen hier ebenfalls für den Akku nutzen. Und dementsprechend bekommen wir hier problemlos 2150 mAh mit 11,1 Volt da hinten reingebuttert. Aber wie gesagt, natürlich nicht original. Was ebenfalls nicht original ist, ist einmal unsere Lochkimme hinten drauf. Da seht ihr, die ist, ja, das ist so eine Standard-Lochkimme. Natürlich Flip-Up oder aufklappbar das Ganze, aber entspricht natürlich auch nicht der Original-HK. Bedeutet, wenn ihr original euch die A5 mal anschaut, da habt ihr hier die Lochkimme drauf zum Runterziehen. Bedeutet, hier seid ihr so einen großen Hebel dran, zieht ihr dran, könnt ihr es wegklappen. Dementsprechend auch hier weicht das Ganze vom Original ein bisschen ab. Der Rest ist sehr nah am Original, wie gesagt, die Farbe ist perfekt getroffen und auch die ganzen Bedienelemente mit Funktion funktioniert tadellos. Bedeutet auch hier Spannhebel, zack, ihr habt den Verschlussfang einmal vom Schützenhaus auf der rechten Seite, ihr habt den Verschlussfang vom Schützenhaus auf der linken Seite, ihr habt den Magazinhalter vom Schützenhaus rechts, wie auch einmal auf der linken Seite. Das Ganze, wie gesagt, funktioniert einfach tadellos. Ebenfalls der Feuerwahlhebel ist komplett beidseitig nutzbar.
So, dann lasst uns mal weiterschauen. Zunächst mal, was ich euch eigentlich im Detail zeigen wollte, was mir aber nicht möglich war. Auch bei diesen beiden Modellen haben wir im inneren Bereich ein wunderschön nachgebildetes Gassystem. Ich kann es euch aber leider nicht zeigen, denn ich bekomme den Vorderschaft nicht runter. Bedeutet, ich bekomme zwar die fette Schraube hier gelöst, allerdings ist der Vorderschaft so press auf der Barrel Nut drauf, dass man hier fast mit einem Gummihammer ein bisschen klopfen müsst, damit man den runterbekommt. Und wie gesagt, es ist im inneren Bereich, man kann es im Video wahrscheinlich nicht sehen, aber ihr habt auch ganze Federn, alles wie bei VFC, wie beim Original. Das ganze Gassystem hier innen drin wunderschön nachgebildet. Sieht man eben leider nur durch die Löcher. Gut, da kann man aber auch ansprechen, es sitzt wirklich sehr, sehr press. Auch hier oben drin wird das Ganze natürlich nochmal gehalten und dementsprechend hier kein Spiel oder ähnliches in diesem Vorderschaft drin. Auch der Outer im inneren Bereich ist relativ dickwandig. Hier vorne an der Gasabnahme wird das Ganze hier oben noch mal ein kleines bisschen zentriert. Dementsprechend hier kein Spiel, kein Wackeln oder ähnliches drauf. Also auch beim Feuern bauen sich hier keine kleinen Vibrationen oder sowas auf. Dementsprechend perfekt umgesetzt. Guti, dann lasst uns mal über den Geissele Vorderschaft sprechen. Hier kann man zunächst mal lobend erwähnen, dass die 21 mm Pick Rails 3 Stück an der Zahl im Lieferumfang enthalten sind. Bedeutet, bei der kurzen wie auch bei der langen Version sind die Pick Rails in der passenden Farbe direkt im Karton mit drin. Das finde ich gut. Man muss diese also nicht extra nochmal irgendwo suchen oder sich Schwarze hinmachen oder sowas, sondern hier einfach direkt gleich in der richtigen Farbe im Karton mit drin. Finde ich gut. Dann ebenfalls ist der gesamte Vorderschaft perfekt nachgebildet, bedeutet, wir haben das Ganze aus CMC gefrästem Alu und ebenfalls die Gewinde nicht einfach nur ins Alu reingeschraubt, sondern wie beim Original auch das Ganze hier mit so fetten Stahlgewindehülsen einmal eingepresst. Bedeutet auch, wenn ihr die Pick Rails ein bisschen fester zuzieht, ihr dreht hier die Schraube nicht ins Alu rein, sondern ihr habt fette Stahlgewinde drin. Finde ich tipptopp. Auch im oberen Bereich Aufnahme für den Trageriemen einmal links und natürlich auf der rechten Seite ebenfalls wie beim Original und das Ganze ebenfalls wieder komplett einmal aus Stahl gefertigt. Guti, dann Receiver, wie gesagt Farbton RAL 8000. Ich hoffe, ich kann das einigermaßen mit dem Grading dann hinbekommen. Sieht wirklich mega, mega pornös aus. Einfach nur perfekt umgesetzt. Auch die Passgenauigkeit von dem A5 Receiver ist hervorragend. Ihr habt zwar, ich weiß nicht, ihr habt zwar im hinteren Bereich minimal vielleicht 0,2 mm einen kleinen Spalt drin, aber ihr habt hier kein Spiel oder sowas drauf zwischen den Receiverhälften, kein Wackeln oder ähnliches. Dementsprechend hier der neue A5 Receiver von E&C einfach nur perfekt und natürlich auch die mega geile Farbe. Das erwähne ich heute noch öfters. Guti, dann Magazinauswurf. Lasst uns darüber mal ganz kurz ein bisschen quatschen. Zunächst mal, wie gesagt, es sind zwei solche Midcaps wieder im Lieferumfang enthalten. Magazin, habt ihr gerade gesehen, lässt sich wunderbar und problemlos lösen. Und das Ganze auf beiden Seiten. So, qualitativ, was mir aber aufgefallen ist, vielleicht zeige ich es euch noch mal in der Nahaufnahme dann, der Magazinhalter vom Schützen aus auf der linken Seite, der hat ein kleines bisschen zu viel Luft. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Wie gesagt, ich blende euch vielleicht eine Nahaufnahme nochmal ein. Der hat ein bisschen zu viel Luft. Also der hätte meiner Meinung nach nochmal 0,5 mm einfach breiter sein können, damit er da nicht so rumschwabbelt oder rumklappert da innen drin. Und wie gesagt, jetzt wenn man die Waffe normal hält und ein bisschen draufklopft oder so, der klappert nicht rum, der scheppert nicht rum. Aber wenn man halt hinlangt, ja, da merkt man einfach, der hat ein bisschen arg viel Luft. Könnte also ein kleines bisschen Presser sitzen, meiner Meinung nach. Funktioniert aber, wie gesagt, tadellos. So, Verschlussfang habe ich euch schon gezeigt, funktioniert ebenfalls zum Hop-Up einstellen, auch der Spannhebel hier oben schön erweitert, hervorragend, kann man nicht maulen. Und dann lasst uns mal noch ganz kurz, wenn wir schon bei den Bedienelementen sind, über den Feuerwahlhebel sprechen. Ja, das denkt sich der ein oder andere, was ist mit dem Feuerwahlhebel? Das ist ein Feuerwahlhebel. Ja, meiner Meinung nach nicht, denn der ist zwar wunderbar beidseitig bedienbar, habt ihr schon gesehen, wir haben hier auch so gut wie kein Spiel drin, also minimal vielleicht 2 mm, kleines bisschen Spiel vom Schützen aus auf der rechten Seite, funktioniert aber tadellos. Also nicht so schlimm wie jetzt zum Beispiel bei der HW17 Deluxe, dass ihr da 5-6 mm Luft drin habt oder sowas. Nee, ganz im Gegenteil, der läuft wirklich recht anständig. So, was man aber auch merkt bei dem Feuerwahlhebel oder was ich speziell ansprechen möchte, er ist zwar beidseitig nutzbar, aber mir fehlt hier ein kleines bisschen dieses Klicken. Und man merkt auch, wenn man den betätigt oder betreibt den Feuerwahlhebel, merkt man auch ein kleines bisschen das Zahnradsystem im inneren Bereich. Also da laufen andere Feuerwahlhebel, die beidseitig sind, laufen hier ein kleines bisschen schöner. Ich meine, es gibt jetzt kein Problem zum Umschalten oder sowas, das nicht. Aber er rastet einfach, ihr habt nicht dieses
hat dieses schöne Klicken irgendwie drin. Er funktioniert, aber wie gesagt, es fehlt dieses Klicken einfach. Ich habe mir das auch schon angeschaut. E&C verbaut hier letztendlich diese Kugel mit der Feder im Feuerwahlhebel nur vom Schützen auf der linken Seite. Hätten sie das Ganze auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal mit so einer Stahlkugel unterlegt quasi, wäre vermutlich dieses Klicken ja vorhanden gewesen oder einfach ein bisschen schöner gewesen. Dementsprechend hier im Vergleich zu anderen Modellen eben leider im Feuerwahlhebel kein Klicken oder kein sauberes Einrasten vorhanden. Finde ich ein kleines bisschen schade. Aber das ist vielleicht auch Maulen auf hohem Niveau, ich weiß es nicht. Dann lasst uns die wunderschöne 14,5 Zoll Version auch noch ganz kurz durchsprechen. Auch hier Farbe, Vorderschaft, alles wieder hervorragend umgesetzt. Das ist einfach richtig pornöses Teil, ehrlich. Hier kann man vielleicht zunächst mal ansprechen, der Vorderschaft, wie gesagt, auch von der Farbe her hervorragend. Ich weiß gar nicht, der Farbton, das müsste, ich weiß nicht, wie nennt man den? Ich glaube, Rose Gold müsste es sein. Also so ähnlich wie bei TTI, bei der Combat Master, der Outer zum Beispiel. Erinnert mich zumindest dran. So, auch hier sind, wie gesagt, die Pick Rails sind ebenfalls wieder im Lieferumfang enthalten. Und auch hier habt ihr weder ein M-Lock-System noch ein Keymod, sondern ihr seid angewiesen, diese Schienen oder diese Pick Rails zu verwenden. Habt ihr auch hier einfach verschiedene Gewinde dran und könnt die Dinger eben auch im 45-Grad-Winkel hinschrauben, wo ihr wollt. Hier allerdings bei diesem Vorderschaft im Vergleich zu der 10,5 Zoll Version keine Stahlhülsen vorzufinden drin. Bedeutet, ihr schraubt die Pick Rails letztendlich wie bei anderen Vorderschäften im Vergleich ins Aluminium rein. Müsst also hier ein kleines bisschen vorsichtiger sein und die Schrauben halt nicht zuknellen wie so ein Schmied, ansonsten könntet ihr auf Dauer das Aluminiumgewinde kaputt machen. Geht also hier bei der 10,5 Zoll Version mit diesen Stahlgewinde könnt ihr ein bisschen gröber zur Sache gehen. Aber nichtsdestotrotz, das hält problemlos und die reißen auch nicht raus oder so. So, wenn ihr euch jetzt aber mal das Design anschaut von dem Vorderschaft, kann man vielleicht gleich mal ansprechen. Er greift sich im Vergleich zu anderen M4-Modellen deutlich anders, denn wir haben hier einen stolzen Durchmesser von 51 mm. Mal im Vergleich, andere M4-Modelle haben im Durchschnitt so zwischen 41 oder 40 und 45 mm. Also hier deutlich fetter vom Durchmesser her und dementsprechend greift er sich auch ein bisschen massiver. Das ist eher was vielleicht für eine AR-10 oder so, keine Ahnung. Wie gesagt, ein bisschen größer, ein bisschen fetter und dementsprechend von der Haptik oder vom Griff her, braucht man vielleicht ein bisschen größere Hände dafür, keine Ahnung. Gut, dann auch hier, jetzt kann man hier vielleicht ein bisschen schöner das Gassystem im inneren Bereich erkennen, denn der ist ein bisschen stärker aufgefräst, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall auch hier Gassystem vorhanden und auch hier trotz der Länge kein irgendwie klappern Spiel im Outer vorhanden. Sitzt also einmal wieder hervorragend dran. Gut, dann Aufnahme für einen Trageriemen. Seht ihr hier vorne wieder Stahlhülsen eingearbeitet, habt ihr links wie auch rechts und ebenfalls im mittleren Bereich am Vorderschaft oder im hinteren Bereich vom Vorderschaft ebenfalls hier. Könnt ihr also hier auch wieder diese QD Trageriemenaufnahmen einfach einmal reinklipsen. Gewinde vorne ist übrigens bei beiden Versionen Standard 14 mm links drehen. Könnt also problemlos Schalldämpfer, Mündungsfeuerdämpfer, Tracer problemlos einmal draufschrauben. Gut, das soll es eigentlich soweit schon gewesen sein. Ihr seht auch hier die Buffer Tube wieder komplett in der, auch wieder in RAL 8000 und derselbe Schaft dran verbaut. So, dann lasst uns mal ganz kurz über die Technik sprechen. Wir haben jetzt hier leider kein Federschnellwechselsystem, welches von außen erreichbar ist. Bedeutet, wie bei G&G zum Beispiel auch, müsst ihr die komplette Gearbox aus dem Lower rausziehen, um die Feder wechseln zu können. Finde ich ein bisschen schade, denn wenn man schon eine Waffe neu konstruiert, hätte man eigentlich auch hinten einfach, entweder die Buffer Tube direkt in den Lower schrauben, über den Gewinde, dass man von hinten reinkommt, oder wie bei Syma, einfach wunderschön über den Spring Guide lösbar, der von hinten geschraubt wird. Ist hier leider nicht der Fall. Bedeutet, wenn ihr da die Energie tauschen wollt, wenn ihr runter wollt, müsst ihr die Shell aus dem Receiver rausziehen, damit ihr an den Spring Guide rankommt. Finde ich ein kleines bisschen schade, nehme ich vielleicht als Neutralpunkt auf. Okay, gut, dann lasst uns mal Ansprechverhalten, Klangbild und Motor sprechen. Denn wir haben natürlich jetzt hier einen fetten Schaft, bedeutet, wir bekommen problemlos 2150 mAh rein. Wie ich es euch aber damals bei den anderen E&C-Modellen auch angesprochen habe, weicht das Klangbild oder kann das Klangbild extrem je nach Modell variieren. So, jetzt werde ich euch dann gleich mal ein Klangbild demonstrieren, wie sie kommt, also out of the box und einmal nachgeschimmt. Bedeutet, ich habe die 10,5 Zoll Version gestern Nacht noch komplett zerrupft und habe sie direkt gleich nachgeschimmt. Denn die Schimmung hat nicht wirklich gepasst und das Ding hat standardmäßig einen relativ komischen Klang. Aber schauen wir es uns an.
So, Ansprechverhalten, Klangbild. Fangen wir mal an, Akku einlegen. Ihr müsst ganz normal wie üblich bei diesem Schaft hier hinten einmal die Schaftkappe unten zusammendrücken, dann einmal nach hinten abnehmen. Dann seht ihr hier hinten diesen Einsatz, den hebelt ihr einfach mit der oberen Kante von von der Schaftkappe einfach raus, zack. Und dann seht ihr hier einmal euren Stecker, ganz normaler T-Stecker vom Bugatti Core EFC-System. Und dann seht ihr hier wunderbar, wie viel Platz ihr hier hinten drin habt. Also Kapazität bekommt ihr da richtig ordentlich rein. Ich möchte euch aber auch wieder heute ganz kurz den Tipp geben, bei diesem Schaft, ihr seid eigentlich ein bisschen dazu angewiesen, diese Triple Sticks hochkant einzulegen. Denn wie gesagt, ihr habt hier vom Durchgang hier oben habt ihr diese zwei Ecken runter. Kleiner Tipp, wenn ihr eine Feile habt oder einen Dremel, ballert die Ecken weg. Also einfach hier ein bisschen abdrehen und auf der anderen Seite auch ein kleines bisschen abdrehen. Dann bekommt ihr eben die Zellen auch von der Breite her rein. So müsst ihr halt immer fummeln und das ist ein bisschen beim Rausziehen dann, wenn sich die Zelle innen drin in der Tube dreht, ist es ein bisschen fummelig. Da müsst ihr wieder schauen, dass ihr die Zelle innen drin dreht, dass ihr sie eben hochkant rausbekommt. Und wenn ihr einfach diese Ecken ein bisschen wegnehmt, vielleicht 3-4 mm, dann könnt ihr einfach die Zellen auch in der Breite reinschieben und tut euch einfach ein kleines bisschen leichter. So, wie gesagt, ihr bekommt fette Akkus rein. Jetzt hier zum Beispiel diese AMAX mit 2150 mA mit 11,1 Volt. Mit dem Ding ist natürlich das Ansprechverhalten brutal, richtig brutal. So, jetzt da die 14,5 Zoll Version. Diese ist jetzt Standard Originalzustand und wir werden aber das ganze Klangbild mal wieder ohne BBs machen. Bedeutet, geht davon aus, wenn Kugeln drin sind, wird es natürlich noch ein bisschen dumpfer. Klar, wegen Widerstand. Also Klangbild, Originalstimmung, so wie die Waffe kommt. Also, wie soll ich sagen, das Ansprechverhalten ist klar. Das Ansprechverhalten ist richtig geil, ist richtig pornös. Aber standardmäßig der Klang von den Gears, oh weia, also da ist noch problemlos Potenzial nach oben, würde ich mal sagen. Wie gesagt, ich zeige es euch später dann bei den Internals nochmal kurz im Detail. Denn hier ist die Schimmung, sie ist relativ schwer zum Umsetzen eigentlich nicht, aber man muss ein kleines bisschen was beachten bei der Schimmung. Und das haben leider unsere lieben China-Leute nicht beachtet. So, jetzt der 10,5 Zoll Version. Wie gesagt, die habe ich jetzt gestern Nacht nochmal nachgeschimmt und habe auch die Gears ein kleines bisschen stärker gefettet. Denn auch diese waren, ihr werdet es dann bei den Internals dann gleich sehen, die waren standardmäßig relativ trocken. Also ein Klecks Fett war halt drauf. Ich habe wieder vom Product dieses Keramikfett verwendet und einfach sauber geschimmt und die Gears einfach ein kleines bisschen gefettet. So, jetzt das Klangbild nach dem Schimmen. Deutlich besser. Deutlich besser, wie ich finde. Dementsprechend, wie gesagt, ich zeige es euch dann bei den Internals jetzt dann gleich. Ich würze. Ich meine, es ist jetzt nicht unbedingt besonders kritisch, aber ich finde halt gerade bei einer SAEG macht einfach der Klang unheimlich viel aus. Wie soll ich sagen, hört sich das Ding scheiße an, dann denkt man immer gleich, die Qualität taugt nicht. So, wie gehört das Ding jetzt da drauf? Ach scheiße, mein Stecker ist im Weg. Wie soll ich sagen, hört sich oder kreischt eine AEG stark, dann meint man immer irgendwie, ja, das Ding ist kacke oder so. Versteht mich nicht falsch. Also bei mir, ich lege sehr viel Wert aufs Klangbild, denn gerade diese Elektro-Tacker klingen halt einfach teilweise nicht sonderlich schön. Dementsprechend sollte man immer versuchen, einfach die Schimmung und die Einstellung vom Pinion Gear, vom Motor zum Bevel so perfekt wie möglich hinzubekommen, damit das Ding eben nicht so arg kreischt und schreit. So, wie gesagt, zeige ich euch dann später. Einen kleinen Punkt muss man auch noch ansprechen. Ich habe mit der 10,5 Zoll Version gestern Abend noch bestimmt 100 Schuss, 200 Schuss aus dem Fenster geballert. Hier kann man ansprechen, der E&C Motor ist zwar in Kombination mit dem 11,1 Volt 2051 mAh schon LiPo mega schnell, gerade für die Energie, 0,3 Gramm, 1,8 Joule auf dem Ding drauf. Das Ansprechverhalten ist wunderbar, aber wenn man da mal 50 Schuss schnell durchbuttert, wird der Pistolengriff angenehm warm. Also da habt ihr bestimmt 35 bis 40 Grad irgendwann mal am Pistolengriff. Wie gesagt, wenn ihr wirklich, gib ihm, was das Zeug hält, da 50 Schuss am Stück rausballert, wird der Motor definitiv ein kleines bisschen wärmer wie manche andere. Muss man es kritisch sehen? Weiß ich jetzt nicht. Die meisten Motoren werden warm. Und klar, und auch wegen der Aktivbremse wird ein bisschen Temperatur entwickelt. Aber zum Beispiel dieser Syma Super High Torque Motor, der bleibt ein bisschen kühler. Wie gesagt, wenn es euch stört, dass der Pistolengriff, wenn das übertreibt halt, ich meine, wenn der triggert wie so ein Bekloppter, dann wird es halt ein bisschen wärmer. Wenn euch das stört,
könnt den Motor tauschen, ansonsten lasst ihn drin. Wie gesagt, arbeiten tut das Ding wirklich zügig und schnell. Dementsprechend, ich würde es nicht kritisieren, aber ich wollte es definitiv ansprechen. So Leute, bevor es gleich weitergeht mit der inneren Technik, möchte ich noch mal ganz kurz euch 2 Punkte näher bringen, die man definitiv ansprechen sollte, meiner Meinung nach. Und zwar zunächst mal Qualität Pistolengriff ist an sich super. Farbton hervorragend, schön strukturiert, Winkel, passt alles hervorragend. Allerdings hat man von der Fertigung genau hier oben drin, wo es quasi zum Lower hochgeht, zum Receiver, hat man einen relativ stark ausgeprägten, ja, so einen Versatz oder so eine kleine Spritzgussnaht einfach dran. Das ist auch bei beiden Modellen. So, das ist es mit Handschuhen, ist es egal. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Waffe ohne Handschuhe greife, dann drückt es mir hier oben quasi die Ersatzhaut, also genau hier oben quasi auf dem Handballen, die Haut nach oben genau auf diese Kante oder auf diesen Anspritzpunkt drauf. Und dann reibt es doch sehr, sehr stark. Dementsprechend, wenn man halt ohne Handschuhe das Ding anfummelt, könnte man eventuell mit ein bisschen Schleifpapier den Pistolengriff hier oben ein kleines bisschen entgraden. Denn wie gesagt, hier so ein relativ scharfer Anspritzpunkt dran, der ohne Handschuhe vielleicht ein kleines bisschen stören kann. So, und der nächste Punkt ist Magazine und Kompatibilität. Zunächst mal, ihr habt ja im Lieferumfang diese Pimax da dabei. Und dann habe ich euch diesen Magazinhalter vom Schützen aus links, habe ich euch auch schon gezeigt. Das ist an sich kein Problem. Gleichzeitig, der gesamte Magazinhalter ist aber relativ schwach gefedert. Also die Feder innen drin am Mag Release könnte nochmal deutlich straffer sein. Vielleicht nochmal eine Windung mehr oder vielleicht nochmal 3 mm länger die Feder innen drin, damit der einfach ein bisschen straffer gefedert ist. Denn so ist es jetzt möglich. Jetzt, ja, ich zeige es euch zunächst mal. So ist es jetzt möglich, wenn man die Magazine anpackt und hier mal kräftig noddelt und tut, ist es möglich, die Magazine einfach rauszuziehen, ohne überhaupt den Magazin-Release irgendwie zu drücken oder sowas. Und das ist bei jedem Magazin der Fall. Also wie gesagt, der könnte einfach ein kleines bisschen straffer gefedert sein. Es ist jetzt kein Problem, dass die Magazine irgendwie beim Schießen rausfallen oder so. Aber wie gesagt, wenn man da ein bisschen noddelt und ein bisschen macht, dann hat man es in der Hand. Und das ist bei jedem Magazin so. Zum Beispiel auch die Syma Standardmagazine, bei denen ist es ganz gravierend. Die kann man ganz leicht ein bisschen seitlich drücken, zack, rausziehen. Dann E&L Magazin, selbes Spiel, kann man auch ganz easy rausziehen. Selbst Lonex Midcap Magazin kann man auch rausziehen. Und sogar das wunderschöne PTS, das PTS Magazin kann man ebenfalls, gestern ging es noch. Ja, okay, also das PTS Magazin hält recht gut drin. Das habe ich doch gestern rausbekommen, was soll der Scheiß? Ah, jetzt da. Ist also auch möglich. Was ihr jetzt aber gerade auch gesehen habt, wie gesagt, entweder ihr macht den Magazinhalter oder die Feder ein bisschen straffer, vielleicht kann man auch einfach ein paar Unterlegscheiben draufballern, damit die Feder ein bisschen mehr Zug bekommt. Oder ihr macht es wie ich an der MCX hinten, denn ihr habt es gerade bei den Magazinen gesehen. Jedes Magazin hat im Magazinschacht bei diesem A5 Receiver relativ viel Spiel drin. Bedeutet, wenn ihr mal so herschaut, kann da, keine Ahnung, einen Zentimeter rumschwabbeln. Da ist also unheimlich viel Luft links und rechts. Jetzt könnt ihr das so machen wie ich bei der MCX, dass da einfach in den Magazinschacht innen links und rechts einfach eine Lage Velcro aufklebt, selbstklebend. Also so ein Flausch, also Velcro. Gibt selbstklebend, kostet nichts und dann sitzen die Magazine einfach sauber drin und schwabbeln da innen drin nicht so rum, wen's halt stört. Und wie gesagt, damit könnte man dieses Problem eventuell auch beheben oder dem entgegenwirken. Gut Leute, dann schauen wir uns die innere Technik an. So Leute, dann schauen wir uns einmal die Internals an. Es hat sich ein kleines bisschen was geändert und auch zum Klang und zur Stimmung werde ich euch ganz kurz was sagen. Zunächst mal, die Shell ist exakt identisch geblieben. Also hier keine extra neue Shell, auch im vorderen Bereich jetzt nicht irgendwie verstärkt oder sowas. Gut, sie hat hier seitlich diesen Lappen drauf, aber der macht den Bock nicht sonderlich fett. Vorne im oberen Bereich kein Radius drin, unten kein Radius drin und auch im inneren Bereich hier einmal an der Tablet Blade leider nicht verstärkt. Also das sind heutzutage die Syma Shells, die aktuellen von der Nova zum Beispiel, die sind hier von der Haltbarkeit her doch ein kleines bisschen besser, muss man sagen. Dementsprechend hier eine stinknormale V2 Shell eigentlich aus China. Dementsprechend von der Energie würde ich fast sagen, sind wir eigentlich schon Standard. Ja, auf Dauer gesehen auf Maximum. Also gerade so 1,8, 1,9, mehr auf keinen Fall. Dürfte eh nicht spielen, von daher lasst gut sein. Gut, dann kann man vielleicht noch anspringen, habe ich euch vorhin schon mal ganz kurz gesagt, das Schnellwechselsystem ist natürlich vorhanden, aber nicht ganz so schön wie bei Syma. Bedeutet, ihr habt hier hinten weiterhin diesen Edelstahl Spring Guide drin mit Axiallager drauf. Der ist von der Qualität super und könnt ihr ganz normal hier hinten einmal mit einem fetten Schlitzschraubendreher einmal lösen.
und dementsprechend hier die Feder entfernen oder die Feder halt wechseln. Geht aber natürlich auch nicht so schön wie bei Syma direkt über die Tube, sondern ihr müsst einfach die gesamte Gearbox oder die gesamte Shell aus dem Lower Receiver rausziehen, damit ihr da hinten rankommt. Also da kann meiner Meinung nach gern der eine Chinamann mal vom anderen Chinamann mal was abgucken und ein bisschen kopieren. Würde ich mir in Zukunft gern bei mehreren Kniften wünschen. Aber wie gesagt, hier leider ja immer noch zwar ein Federschnellwechselsystem, schön und gut, aber nicht ganz so schön wie das von Syma. Auch die Feder ist brutal straff, das sprechen wir dann gleich bei den Gears nochmal an, denn wir haben jetzt hier nicht das 16 Zahn Gearset von E&C, sondern wir haben nur ein 13 Zahn Gearset und ballern trotzdem 1,8 Joule aus dem Ding raus. Dementsprechend müsste das rein vom Gefühl her vielleicht eine 140er Feder sein oder sowas. Wir müssen natürlich diese fehlenden Zähne durch den Stroke, müssen wir natürlich mit der Feder irgendwo ausgleichen. Dementsprechend Standard müsste rein theoretisch vom Gefühl eine M140 bereits drin verbaut sein. Okay, so, dann lasst uns bitte mal ganz kurz über die Schimmung sprechen, wenn man das überhaupt so nennen kann. So, standardmäßig war das Ding, wie soll ich sagen, sie war jetzt nicht irgendwie brutal laut, hat irgendwie brutal geschrien, aber das Klangbild war jetzt einfach irgendwie ganz, ganz abartig komisch, fand ich, standardmäßig. Und zwar, die Schimmung standardmäßig war nicht gut, muss man leider sagen. Es ist aber auch nicht sonderlich leicht zum Schimmen. Und zwar haben wir ein kleines Problem. Die meisten Hersteller aus China haben keine 0,1 mm Shims. Die haben halt ihre Standard 0,3er oder sowas oder von mir aus 0,5er. Die ballern sie dann rein, wo es geht und dann schrauben sie das Ding zusammen und fertig. Bedeutet, da hockt keiner dran und macht sich die Mühe und schimmt dann hier aufs Zehntel genau die Gears ein. Das macht kein Hersteller. Dementsprechend, das macht auch Crytek oder so, und auch ICS, die machen das einfach nicht. So, jetzt muss man aber auch sagen, wenn man jetzt das wirklich sauber haben möchte, die Schimmung und auch das Klangbild, dann muss man sich definitiv 0,1 mm Shims besorgen. Das geht nicht anders. Also wenn ihr jetzt bloß 0,3er zu Hause habt, dann könnt ihr das vergessen, wir kommen da nie hin. So, wir fangen mal ganz kurz an. Ich sage euch auch meine Schimmung, denn ihr habt es vielleicht vorhin schon mal gehört. So wie es ich jetzt geschimmt habe, hört sich das Ding echt geil an. Dementsprechend, ich sage es euch einfach, wie ich geschimmt habe, aber bitte geht immer davon aus, es kann auch zu gewissen kleineren Toleranzen, zum Beispiel von den Kugellagern oder beziehungsweise von den Lagern kommen. Bedeutet, es muss nicht unbedingt jetzt sein, wenn ihr meine Schimmung umsetzt, dass die bei euch genauso 100% passt. Sagen wir mal zu 80, maximal 90% passt sie, wenn alles gleich gefertigt ist, aber geht immer von ein ganz kleines bisschen Toleranz aus. Also prüft meine auch nochmal bei euch nach. So, wir fangen mal ganz kurz an. Spurgier, das war das Krasseste, denn das Spurgier war überhaupt nicht geschimmt. Bedeutet, das Spurgier ist direkt hier unten mit der großen Fläche direkt am Kugellagerplan aufgelegen und hat da oben drauf geschliffen. Und dementsprechend hat sich das Ding auch ein kleines bisschen bescheiden angehört. Also wir müssen schon immer gucken, dass wir minimalst Abstand müssen wir haben. Ich muss euch aber auch sagen, wirklich viel Shims sind hier überhaupt nicht möglich. Dementsprechend sind wir hier wieder bei dem Punkt, wie gerade schon angesprochen, die lieben China-Männer oder die das Ding halt zusammenbasteln, die haben keine 0,1er Shim. Es ist also bei denen quasi nicht möglich, hier irgendwas aufzubringen. Wir haben natürlich 0,1er oder besorgen uns 0,1er und dementsprechend können wir uns auch das Spurgier sauber einschimmen. Und zwar mit einer 0,1er im unteren Bereich und mit einer 0,1er im oberen Bereich. Und das war's. Haut ihr nochmal eine 0,1er drauf, klemmt's. Also 0,1 unten, 0,1 oben. Wie gesagt, standardmäßig war gar keine Shim drauf. So, dann läuft es butterweich und hat so gut wie kein Spiel mehr drin. Also ein Hauch. Aber wie gesagt, 0,1 drauf, klemmt. Okay, dann nächstes Gear ist einmal unser Sektor-Gear unten. Hier war die Standardschimmung 0,25 im unteren Bereich, oben gar nichts. Habe ich jetzt auch nochmal umgeschimmt und zwar 0,3 im unteren Bereich und 0,1 im oberen Bereich drauf. Auch hier läuft das Ganze dann wunderbar. Die Höhe zum Spurgier passt perfekt, denn das Lager vom Spur ist ein kleines bisschen höher bei mir. Also hier 0,3 unten drauf, 0,1 im oberen Bereich drauf. So, und dann kommen wir zum lieben Bevel Gear. Das muss natürlich einmal sauber zum Pinion Gear vom Motor passen. Ja, und das hat auch nicht wirklich gepasst. Also standardmäßig war eine 0,5er im oberen Bereich drauf. Das heißt, unten lag das Bevel Gear komplett auch wieder plan an Kugellager auf. So was kann man nicht machen, das geht nicht, könnt ihr vergessen.
Wir müssen hier einen Abstand erzeugen und wenn man es dann auch noch sauber zum Pinion Gear einschimmen möchte, dass der Motor einfach sauber läuft und das Klangbild sauber wird, dann müssen wir hier definitiv ein bisschen was ändern. Bedeutet, ich habe letztendlich einmal am Bevel Gear die 05er, was oben drauf war, die ganz hohe, habe ich jetzt letztendlich umgedreht, einmal von oben nach unten drauf. Bedeutet, wir haben 0,5 Abstand von der Höhe. Und wie gesagt, daher das Sektor Gear, das Lager ein bisschen höher sitzt, passt es hier ebenfalls wieder von der Höhe. Dementsprechend 0,5 oben runter machen, unten drauf ballern, damit wir hier einen Abstand von 0,5 im unteren Bereich haben. So, und dann haben wir auch ein schönes kleines Zahnspiel, einmal zum Pinion Gear vom Motor. Obendrauf letztendlich nochmal eine 0,4 bzw. 2,02er. Also 0,5 unten, 0,4 einmal im oberen Bereich drauf. So, und jetzt hat das Bevel Gear ganz minimal ein bisschen Spiel in der Höhe, aber wirklich minimal. Ihr bekommt keine 0,10er mehr drauf oder auch oben. Ihr könnt jetzt nicht diese 0,4 im oberen Bereich durch 0,5 tauschen, geht nicht, klemmt. Dementsprechend 0,4 im oberen Bereich, 0,5 unten. So, dann macht ihr das so. Und dann haben wir eben minimales Spiel einmal zum Pinion Gear vom Motor drin. Bedeutet, das könnt ihr ganz leicht prüfen. Am besten ihr ballert euch da einmal so eine Schraube hier einmal rein. So, machen wir einfach mal die untere rein. Das ziehen wir gut fest. So, und dann seht ihr, dass das wunderbar und leicht läuft hier unten. Und wenn ich das Ganze jetzt hier einmal richtig schön fest drauf presse, den ganzen Pistolengriff, und dann hier ein bisschen, dann könnt ihr vielleicht hier sehen, könnt ihr vielleicht nicht sehen, Moment, könnt ihr hier vielleicht sehen, habe ich ganz minimal ein kleines bisschen Zahnspiel zwischen Pinion Gear und Bevel Gear. So muss es sein. Habt ihr das jetzt mit meiner Schimmung nicht, dieses Spiel, dann ballert ihr einfach eure Motorschraube unten noch ein kleines bisschen weiter raus, denn die war bei mir standardmäßig auch ein bisschen zu tief drin. Also, wie gesagt, ein kleines bisschen weiter raus, damit ihr minimal Zahnspiel habt. So, und dann passt die Schimmung. Wie gesagt, die war standardmäßig, uiuiuiui, das war bei den anderen E&C-Modellen ein kleines bisschen besser, muss ich sagen. Gut, was ihr auch sehen könnt, wenn ihr euch die wunderschönen Gears anschaut. Wie gesagt, wir haben ein anderes Sektor-Gear eigentlich drin, denn hier haben wir kein volles Sektor-Gear mit 16 Zähnen, sondern letztendlich nur mit 13 Zähnen. Das langt natürlich für die Lauflänge von 270 problemlos aus und selbst bei einer 363 Lauflänge, bei der langen Version, auch keine Probleme mit dem 13 Zahn Gearset, das langt. So, also wie gesagt, was ihr aber auch sehen könnt, die Gears sind standardmäßig komplett trocken, bedeutet, ich werde diese definitiv nochmal einmal ein kleines bisschen nachfetten. Reaper, du laberst schon wieder wie ein Wasserfall, komm endlich mal auf den Punkt, was hat sich geändert? Also, sprechen wir es mal ganz kurz durch, sorry. Sektor Gear, wie gesagt, war vorher 16 Zähne, hat jetzt nur noch 13 Zähne, dementsprechend hier ein gestrokedes Gear auf 13Z, langt aber für die 10,5 Zoll wie auch für die 14,5 Zoll problemlos aus. Ihr braucht hier nicht mehr Zähne. Wie aber gerade auch schon angesprochen, dementsprechend hier die Standardfeder bereits eine M140, da eben der Piston nicht komplett aufgezogen wird durch den Short Stroke. So, es hat sich ebenfalls im vorderen Bereich vom Zylinderset was geändert und zwar der Zylinderhead ist letztendlich weiterhin aus Messing gefertigt, das Ganze gedreht mit 2 Ohrringen, hat aber jetzt hier ein fettes Sorbo verpasst bekommen. Seht ihr, mit einer Länge von 2,5 mm, also 2,5 mm und dementsprechend wurde hier auch direkt über den Sorbo der AOE eingestellt. Das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Wir ballern den ganzen Mist da mal hinten rein. Und schauen uns an, das Sektor Gear kommt und greift hier wunderbar, perfekt jetzt einmal in den Pisten rein. Bleibt also nirgendwo irgendwie hängen oder sowas. Greift hier richtig schön rein. Dementsprechend hier einmal der AOE von E&C jetzt mittlerweile angepasst geworden. Und wie gesagt, 13 Zähne nur, keine 16. Dementsprechend löst der Pisten bereits in dieser Position hier. Dementsprechend geht euch der Weg hier von der Federspannung verloren und ihr müsst es eben mit einer stärkeren Feder ausgleichen. Hat E&C letztendlich gemacht und wir haben so viel Bums in dem Ding drin, da müsst ihr wahrscheinlich von der Federstärke eher runtergehen als höher gehen. Aber wie gesagt, Standard ist hier bereits eine M140 drin, bedeutet, wenn ihr runtergeht von der Energie, am besten mal ja, Minimum 1 bis 2 Federstärken runterrechnen von der Energie. Okay, dadurch, durch den AOE oder durch dieses Sorbo hier vorne drauf, hat sich ebenfalls der Piston geändert. Seht ihr hier unten weiterhin komplett Stahlzähne drauf, aber nicht mehr mit 16 Zähnen, sondern mit 15 Zähnen. Bedeutet, der vorletzte Zahn fehlt hier logischerweise, damit das Sektor Gear hier einwandfrei einmal reingreifen kann vom Winkel her. Okidoki, so, ein kleiner Punkt noch zu dem Sorbo, das finde ich an sich ist eine geile Sache. Habe ich euch auch damals schon öfters diesen Top Max Zylinderhead gezeigt.
Der hat allerdings, der Top Max, da verwendet man in Deutschland, ja, ein 50 Shore ist es, glaube ich, 50 Shore Sorbo, also ein relativ weiches. E&C verbaut hier aber einen relativ harten Gummi. Das müsste 70 oder vielleicht sogar 75 Shore sein. Also relativ hart. Den hätten sie für den Semi-Only-Betrieb, hätten sie den gerne lockerer machen können oder weicher machen können. Wie zum Beispiel, wie gesagt, wie dieser Top Max. So ein hartes Sorbo braucht man eigentlich nur beim Full-Auto-Schießen. Im Semi-Only darf man hier gern einen weicheren verwenden. Auch interessant, das Ganze ist nicht aufgeklebt, wie bei Top Max zum Beispiel, sondern der wird aufgesteckt. Bedeutet, mit viel Schmackes könnt ihr den runterhebeln. Der ist innen drin gesteckt über so ein Nut- und Federsystem. Finde ich auch gut, weil gerade viele Hersteller verkleben das Gelumpe mit Sekundenkleber und dann ab und zu löst sich dann das Sorbo-Pad. Das ist Mist. Dementsprechend hier gesteckt, finde ich gut, es hält einfach. Also, neuer Zylinder, hat weiterhin Messing, 2 Ohrringe, dichtet hervorragend ab und eben ein großes Sorbo-Pad einmal innen drin. So, dann lasst uns mal ganz kurz über das Volumen sprechen oder über das Verhältnis. Wie gesagt, wir haben 13 Zahn Gearset drin, aber ihr habt es gerade schon gesehen beim Aufziehen. Wir haben ebenfalls eine Volumenreduzierung natürlich im Zylinder. Bedeutet, wir könnten selbst mit dem 13 Zahn Sektor-Gear könnten wir nochmal deutlich mehr Volumen draufgeben. Brauchen wir jetzt letztendlich bei der 10,5 Zoll Version mit 240 mm Lauflänge, brauchen wir das nicht. Ich habe es mal umgerechnet, wir haben hier ein Verhältnis vom Zylindervolumen mit der Reduzierung drin zum Lauf von 1,97 zu 1, also 2 zu 1, perfekt, geht nicht besser, dementsprechend tipptopp. Was ich jetzt euch aber nicht sagen kann, ich habe die lange Version nicht zerlegt, da müsst ihr mal gucken, ob ihr bei der langen Version ebenfalls denselben Zylinder drin habt. Wo ist mein Gott, hier schaut es schon wieder aus. Also wenn ihr euch die lange Version holen solltet mit 363 mm Lauflänge, dann messt mal Vorderkante Zylinder zu diesem Loch hin, ob das bei euch auch um die 43,5 sind es normal, also 43,5 mm sind. Ist es bei euch auch 43,5, dann ist es ganz hart an der Grenze vom Volumen, fängt das Loch weiter hinten an, von mir aus so bei 50 mm, dann ist es in Ordnung vom Volumen. Ich habe es mal ausgerechnet, wäre jetzt derselbe Zylinder auch in der langen Version, in der 14,5 drin verbaut, hätte man ein Verhältnis von 1,53 zu 1. Also ein kleines bisschen weniger. Wenn ihr da schwere Kugeln verwenden wollt, da würde ich euch ein bisschen mehr empfehlen. Wie gesagt, es geht noch in Ordnung, so 0,28 oder sowas. Aber wenn da halt ein 0,32er reinballert oder 0,36er, wäre es einfach von Vorteil, ein bisschen mehr Volumen zu haben. Wie gesagt, nur in der langen Version. In der kurzen Version, tipptopp, in der 10,5 Zoll Version. Okay, wie gesagt, Nozzle identisch, 21 mm mit 2 Ohrringen, das passt soweit, da hat sich soweit nichts geändert. Was sich allerdings qualitativ noch ein bisschen verbessert hat, muss ich sagen, ist einmal der Pistonhead. Wenn ihr euch da mal das Review anschaut oder wenn ihr es euch angeschaut habt zu dem E&C M16, da habe ich den Zylinderhead ein bisschen kritisiert, denn der hatte vom Drehen her, hatte der auf der Lauffläche lauter so ganz feine Rillen und da hat er im Zylinder drin mega gerieben und gehakt. Das würde jetzt von E&C, glaube ich, auch behoben, denn wenn ihr den mal anschaut, der ist wunderbar glatt außenrum an den Laufflächen. Also hier keine Probleme mehr. Und ich glaube sogar, der hat sich vom Durchmesser, hat er sich, glaube ich, auch ein kleines bisschen verändert, der ist ein bisschen kleiner geworden. Also hier jetzt eben keine Reiben mehr im Zylinder einmal vorhanden. Dann ist natürlich auch bei den Modellen wieder dieses Bugatti Core EFC-MOSFET drin verbaut. Hier kann ich eigentlich nur ansprechen, das ist von E&C wirklich sauber eingebaut worden. Also der Abstand stimmt vom Steuernocken, vom Sektorgear zu dem Mikroschalter. Hier hervorragend ausgerichtet und auch hier unten auf die Kabel haben sie geachtet. Also nicht wie bei, war das sogar bei den Vorgängerversionen? Ich weiß es gar nicht. Irgendwo habe ich es mal angesprochen gehabt, da hat der Hersteller das schwarze Minuskabel über das rote Steuerkabel gelegt. Und dann hat es hier die Isolierung aufgerieben beim Demontieren vom Motor. Das hat E&C beachtet und hier liegt einfach das rote Kabel einmal sauber unter dem oder ein bisschen versetzt zum schwarzen Minuskabel. Dementsprechend liegen die Kabel sauber drin und gut ist. Kann man vielleicht auch ansprechen, nochmal zurückzukommen auf die Syma-Shells, auf die aktuellen. Die haben hier unten einfach einen geilen Kabelkanal drin oder auch G&G hat hier eine Abdeckung drüber, damit man da gar nicht so arg drauf achten muss. Also auch hier, wie gesagt, auch hier gibt es mittlerweile Shells, die achten einfach auf sowas. Oder sind hier unten im unteren Bereich einfach ein bisschen schöner konstruiert vom Verlegen des Kabels oder der Kabel. Noch ein ganz kleiner Tipp zur Montage, um euch einfach ein bisschen Ärger vielleicht zu sparen oder falls ihr es vergessen habt oder nicht aufgepasst habt. Besonders bei diesem Modell, bei dieser 416 A5 oder halt bei dieser SMR,
Passt wieder auf beim Pistolengriff im Verlegen von den Kabeln, denn ganz besonders im Vergleich zu anderen Modellen gehen hier beide Kabel im vorderen Bereich hoch. Bedeutet, ihr müsst das rote Kabel am Boden unten nach vorne ziehen, also an der Wandung entlang, nicht mittig natürlich, da muss der Motor durch, von hinten nach vorne verlegen, damit beide Kabel einmal vorne hochkommen. Dann steckt er einmal rot hier vorne quasi an, also plus einmal vorne, das schwarze oder das Minus legt er dann quasi wieder einmal so, ja, so drüber. Also hier bitte aufpassen, damit das wieder richtig verkabelt. Wenn ihr das ein Kabel hinten hochzieht, dann federt der Motor nicht mehr. Also beide vorne hoch. So Leute, dann noch ganz kurz Lauf-Hop-Up-System. Hier hat sich gar nichts geändert und entsprechend habe ich mir auch diesmal den Schusstest gespart. Denn ich hab einen Arsch voll Zeug da liegen, was ich noch filmen muss. Nee, mal im Ernst. Ich habe mittlerweile, ich glaube, 4 E und Cs beschossen. Da wird sich hier nichts dran ändern. Letztendlich die Hop-Up-Kammer ist exakt identisch. Der 608er Lauf ist identisch. Das Bucking ist gleich. Der Tensioner ist gleich. Warum sollte ich dann nochmal das ganze Zeug mit in die Halle schleppen? Das rentiert sich einfach aktuell nicht. Dementsprechend, wie gesagt, schaut euch einfach Review an M16, die Schusstests oder zu den anderen E und C Modellen. Da wird die 416 oder diese SMR16 wird da genauso sein. Denn wie gesagt, die Komponenten ist alles exakt identisch. Die Hop-Up-Kammer finde ich weiterhin sehr gut von E und C im Rotary Design. Lässt sich wunderbar stufenfrei einmal sauber einstellen übers Rädchen. Gar keine Probleme hier. Auch der Durchgang oben groß genug, wenn ihr mit den Schussergebnissen unzufrieden seid oder wenn sie doch recht stark streuen sollte. Ihr könnt problemlos ein Maple Leaf Setup reinmachen für ein paar Euro. Dann hat sich die Sache erledigt. Wie gesagt, hier nochmal extra einen Schusstest zu machen und alles nochmal zum dritten Mal durchkauen, das spare ich mir heute ausnahmsweise mal. Reaper ist faul geworden. Nee, Quatsch. Wie gesagt, ich habe viel Zeug da liegen zum Filmen. Dementsprechend spare ich es mir heute mal. Gut, Leute, das soll es für heute schon gewesen sein. Dann machen wir abschließend noch ein kleines Fazit und dann war's das. So Leute, das soll es für heute gewesen sein. Gibt es abschließend wieder ein ganz persönliches Fazit. Einmal zu diesen beiden wunderschönen 416A5 bzw. SMR16 Modellen. Und hier könnt ihr euch eigentlich am Fazit relativ bei den anderen E und C Modellen ein kleines bisschen orientieren. Allerdings gerade Internals habe ich ein bisschen geändert. Sprechen wir es ganz kurz durch. Also, schauen wir zunächst mal, was finde ich bei den Dingern gut. Zunächst mal die Verarbeitungsqualität von den Teilen ist für 360 € Regulärpreis wirklich klasse, da kann man nicht schimpfen. Sie kommt jetzt auch nicht, bitte nicht falsch verstehen, sie ist gut, sie kommt nicht ganz von den Externals an VFC zum Beispiel ran. Wie gesagt, man hat immer wieder, gerade hier in der Beschichtung, da vorne so eine ganz minimale kleine Macke hinten drin. Aber wenn ihr das Ding einmal auf dem Spielfeld habt, dann habt ihr da eben ein paar Kratzer drin. Aber wie gesagt, standardmäßig VFC ist ein kleines bisschen besser. Ich würde sie von der Qualität zum Beispiel gleichstellen mit der Arcturus. Wie gesagt, kann man nicht schimpfen, ist für einen China-Hersteller wirklich tipptopp. Dementsprechend Verarbeitung ein Pluspunkt. Der nächste Pluspunkt. Leute, das Ding, das sieht so geil aus. Die Farbe hat E und C einfach perfekt getroffen. Dieses RAL 8000, dieses Rose Gold von dem Geissli Vorderschaft, einfach abartig geil. Und da ist mir auch keine andere Waffe oder kein anderer Hersteller bekannt, der den Farbton so geil getroffen hat bis jetzt. Vor allem mal davon abgesehen, Arcturus bekommt man eh nur in TAN die A5-Version. Das hat mit der RAL 8000 halt gar nichts zu tun. Dementsprechend Farbton einfach nur hervorragend im RAL 8000. Bombe. Der nächste Pluspunkt auf meiner Liste, es ist glaube ich auch aktuell das einzige A5-Modell, was man mit diesem Geissli Vorderschaft bekommt auf dem Markt, OTB, also Out of the Box. Standardmäßig, klar, die Arcturus hat einen stinknormalen A5 Vorderschaft dran, müsst euch also quasi wenn ihr diesen Vorderschaft geil findet, müsst ihr euch den extra nochmal dazu kaufen. Und der kostet halt auch, wenn man, gut, C-Parts ist schweineteuer, aber ich denke mal in China bei AliExpress oder so, vielleicht 60, 70 €, wenn dann findet. So in dem Dreh. Und finde ich halt geil, dass einfach so ein Vorderschaft hier direkt gleich mit dran ist. Dementsprechend sehr, sehr sexy und gebe ich ebenfalls einen Pluspunkt. Geissli Vorderschaft. Feiere ich ein kleines bisschen. Gut, dann der nächste Pluspunkt. Diese beiden Modelle sind natürlich A5 und dementsprechend komplett beidseitig nutzbar. Also auch für Linksschützen, Feuerwahlhebel, Magazinauswurf und auch der Bolt Catch zum Hop-Up einstellen. Komplett alles beidseitig. Ein Pluspunkt dafür. Gut, dann haben wir den Schaft hinten, das ist ein bisschen im Zwiespalt, denn klar, wer Wert drauf legt, Original HK-Schaft, sagt, na, ist scheiße, will ich nicht. Klar, logisch. Wer aber sagt, ja gut, ich lege eher Wert auf viel Platz, der wird es wieder positiv sehen. Ich persönlich empfinde den Schaft als positiv, denn wir bekommen einfach unheimlich viel Akkukapazität hinten rein. Er ist mega angenehm und ist einfach für eine SAEG einfach der perfekte Schaft.
Nicht original HK, logisch, aber dennoch ein Pluspunkt, da einfach viel Platz vorhanden für den Akku. Okay, mein letzter Pluspunkt, und das ist ein Punkt, den habe ich abgedatet. Ich habe bei den anderen E- und C-Modellen, habe ich die Internals hatte ich als Neutralpunkt, da sie qualitativ zwar gut waren und haltbar waren, aber von der Fertigung selbst ja nicht ganz perfekt. Jetzt mittlerweile durch die Updates, gerade Shortstroke drin, den Piston haben sie verbessert, der Pistonhead ist verbessert, der Zylinderhead hat ein sauberes und fettes Sorbo-Pad oben drauf, der AOE passt hervorragend. Dementsprechend würde ich fast behaupten, updaten wir mal die Internals zum Positiven. Machen wir einen Positivpunkt raus, Internals, haltbar, modern, solide, robust, ja, tipptopp eigentlich. Dementsprechend, Internals gebe ich heute einen Pluspunkt dafür. So, kommen wir zu den Neutralpunkten. Internals sind zwar gut und schön, es fehlt das Schnellwechselsystem, ist aber nicht ganz so benutzerfreundlich. Hätte man sich genauso auch sparen können, meiner Meinung nach. Ist letztendlich genauso wie bei G und G. Bedeutet, ihr müsst, um die Feder zu wechseln, die Gearbox aus dem Lower rausziehen. Müsst ihr halt ein paar Schrauben lösen. Geht also nicht ganz so schön wie bei anderen modernen Waffen, dass man direkt über die Buffer-Tube hinten reinkommt oder dass man direkt den Spring Guide über den Lower hinten rausschrauben kann, wie bei der Syma Nova zum Beispiel. Das geht hier leider nicht. Also das wäre eigentlich noch so die letzte Perfektion gewesen, meiner Meinung nach, für den Preis. Dementsprechend hier kleiner Neutralpunkt, Feder-Schnellwechselsystem, ja, vorhanden. Aber ihr müsst die Gearbox entnehmen dafür. Ihr müsst sie zwar nicht aufschrauben, die Shell, aber ihr müsst sie trotzdem rausbauen aus dem Receiver. Dementsprechend hier ein Neutralpunkt. So, der nächste Neutralpunkt ist ganz besonders, das ist auch ein bisschen gut, vielleicht stört es, vielleicht auch nicht. Das ist der Feuerwahlhebel. Der muss ich sagen, der ist bei VFC, gut, bei VFC hat er ein bisschen Spiel, genauso wie hier. Bei Arcturus allerdings ist er ein bisschen besser konstruiert, denn der Feuerwahlhebel, da fehlt mir, er läuft problemlos, kein Problem irgendwie, aber wie soll ich sagen, es fehlt mir dieses Schnippen, dieses Einklicken irgendwie. Das fehlt mir hier ein bisschen. Bedeutet, man merkt einfach beim Umschalten, merkt man einfach diese Zahnräder innen drin, ein kleines bisschen Reibung vorhanden. Und wie gesagt, es könnte ein bisschen sauberer in die Positionen einschnappen oder einklicken. Also ein kleines bisschen undefiniert, nennen wir es einfach mal so. Also hier kleiner Neutralpunkt, Feuerwahlhebel. Okay, Kritikpunkte habe ich letztendlich nur einen und ich finde, der Magazinhalter wie auch die Konstruktion vom Magazinschacht sind nicht ganz so 100% passend. Bedeutet, die Magazine, ihr habt es gesehen, die haben relativ viel Spiel, können relativ viel rumschwabbeln und wenn man mit viel Schmackes wabbelt und zieht, kann man es sogar rausziehen, ohne den Magazinhalter zu betätigen oder zu drücken. Ist an sich jetzt kein Problem. Wie gesagt, wenn man jetzt schießt oder so, die fallen nicht raus. Aber dennoch, meiner Meinung nach, könnte entweder der Magazinschacht ein kleines bisschen enger sein oder der Mag-Release oder der Magazinhalter könnte straffer gefedert sein. Das ist eigentlich mein einziger Kritikpunkt, den ich heute habe. Dementsprechend, wie gesagt, federt den Magazinhalter ein kleines bisschen stärker, wenn ihr eine passende Feder findet oder unterlegt sie mit Unterlegscheiben oder ballert euch links und rechts in den Magazinschacht links und rechts einfach ein bisschen Velcro rein. Das kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Das habe ich letztendlich bei der MCX habe ich das auch machen müssen. Wie gesagt, einfach hier im Magazinschacht unten einmal links, einmal rechts ein kleines bisschen selbstklebendes Velcro rein, damit die Magazine einfach da innen sauber, ach Gott, GMG-Magazin, wartet, ich hab's gleich. So, also und dann sitzen die Magazine eben sauber drin, haben immer noch ein kleines bisschen Spiel, flutschen immer noch sauber, aber sie schwabbeln einfach nicht so arg da drin rum. Dementsprechend kleine Optimierung, Magazinschacht ein bisschen Velcro reinkleben oder Magazinhalter etwas straffer federn. Okay, Leute, wartet, so, jetzt bin ich fertig. So, Leute, das soll es mit dem Fazit zu diesen beiden Modellen gewesen sein. Jetzt denkt ihr euch, ja, Reaper, du hast ja gar keine Preis-Leistung aufgenommen. Richtig, denn wenn man jetzt verschiedene A5 oder HK416 A5 Modelle miteinander vergleicht, jedes Modell hat Vor- und Nachteile. Bedeutet, man muss sich irgendwo entscheiden, ja, auf was lege ich Wert, auf was lege ich eher weniger Wert oder worauf kann ich verzichten. Weil vom Preis her schenken sie sich alle nicht mehr viel. Dementsprechend gibt es abschließend noch einen kleinen Vergleich zur VFC, zu Arcturus und E und C. Also abschließend kleiner Vergleich HK oder, darf man ja nicht sagen, 416 Modelle. Es gibt ja die klassische 416, es gibt die A5-Version, die moderne Version. So, wenn ihr auf der Suche nach einem klassischen 416 seid, dann kommt ihr eigentlich aktuell zum aktuellen Zeitpunkt nicht an der Specna Arms 416 mit dem Gate Aster dran vorbei. Bedeutet, wenn ihr was Klassisches braucht, greift ihr am besten zu der Specna Arms. Die ist auch Preis-Leistung wirklich sehr, sehr gut.
Wie gesagt, schaut euch die an. So, jetzt da A5 aktuelle Version von der 416 haben wir jetzt endlich 3 Auswahlmöglichkeiten. Und die liegen auch vom Preis her relativ nah beieinander mittlerweile. Bedeutet, wir haben jetzt hier einmal die E&C, die wir uns gerade angeschaut haben. Die liegt bei 360 für die kurze Version, 370 bei der langen Version. Dann haben wir noch die Arcturus, die liegt bei 370 Euro. Und wir haben noch die Originale, die VFC mit Markings, diese liegt bei knapp 400 Euro, glaube ich. 380, je nachdem, je nach Shop, variiert ein bisschen. Also so 380 bis 400. Dementsprechend gehen wir mal davon aus, dass wir einfach mal diese kleine Differenz ein kleines bisschen ignorieren und gehen wir mal davon aus, die kosten alle gleich viel. Jetzt ist die Frage, welches Modell kaufe ich mir jetzt? Jetzt habe ich die Auswahl zwischen 3 unterschiedlichen. Dementsprechend vergleichen wir mal. Wir fangen mal an, Farbe. Wenn ihr jetzt Wert drauf legt, dass ihr eine in RAL 8000 haben wollt, dann kommt ihr selbstverständlich nicht an VFC oder an der E&C vorbei. Wie gesagt, hier das RAL 8000, E&C und VFC sieht einfach mega sexy aus. Da müsst ihr euch für eine von diesen entscheiden. Denn Arcturus zum Beispiel kann diesen Farbton nicht. Die Arcturus bekommt er nur in schwarz oder in einem ganz, ganz hellen, komischen Tannton. So, der nächste Punkt, Geissli Vorderschaft, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, warum ich das mit aufnehme, aber ich finde, ich feiere das einfach, dass wir hier bei diesen E&C-Modellen bereits den Geissli mit dran haben. So, den gibt es natürlich nur bei E&C. Bedeutet, wenn ihr so einen Vorderschaft an eure VFC oder bei eurer Arcturus haben wollt, müsst ihr diesen nochmal zusätzlich irgendwo kaufen. Müsst ihr mal gucken, vielleicht bekommt ihr in China irgendwo AliExpress vielleicht für 60, 70 Euro oder so. Ihr könnt aber natürlich auch wie zu C-Parts oder so greifen, aber da zahlt ihr halt für das Ding irgendwas mit über 100 Euro. 150 vielleicht, weiß ich nicht, ich habe die Preise nicht im Kopf. Aber kann, wie gesagt, kann definitiv teuer werden. Dementsprechend, wer Wert auf den Vorderschaft legt, kommt hier an der E&C nicht vorbei. So. Der nächste Punkt ist Federschnellwechselsystem. Legt ihr jetzt viel Wert auf ein benutzerfreundliches Federschnellwechselsystem? Hier muss man vielleicht mal ansprechen, die VFC könnt ihr hier mittlerweile leider vergessen. Wer das Review damals angeschaut hat zur VFC 416 der SAEG-Version, da war es noch möglich, ich glaube 1,5 Jahre oder 2 Jahre mittlerweile her, da war es früher noch möglich, einfach Buffertube abschrauben, zack, Spring Guide hinten raus. Das geht aktuell nicht mehr, denn VFC hat verklebt mittlerweile die Buffertube am Receiver und ebenfalls im inneren Bereich bauen sie irgend so einen Aluminiumblock mit rein. Bedeutet letztendlich kaputt repariert oder kaputt verbessert. Nee, also wie gesagt, bei der aktuellen Generation gibt es kein Federschnellwechselsystem mehr oder kein benutzerfreundliches Federschnellwechselsystem bei VFC. So, auch E&C, habe ich euch gesagt, ist auch nicht perfekt. Dementsprechend haben wir hier wie bei VFC dasselbe Federschnellwechselsystem. Ihr müsst also bei VFC und bei E&C die gesamte Shell rausziehen aus dem Lower Receiver, damit ihr die Feder tauschen könnt. Bei Arcturus geht das Ganze direkt hinten noch über die Tube. Bedeutet bei Arcturus einfach Buffertube wegschrauben, zack, habt ihr hinten Spring Guide, schraubt ihr raus, ist eine Sache von 3 Minuten, 4 Minuten habt ihr die Feder getauscht. Also wenn ihr Wert auf ein wirklich schnelles Federschnellwechselsystem legt, dann Arcturus. Der nächste Punkt sind dann die Internals. Hier muss man leider sagen, dass VFC mittlerweile von den Internals nicht so der Bringer ist. Also da, wie gesagt, da ist VFC vom Preis her leider ein kleines bisschen hinterher, muss ich sagen. Die Internals von VFC, versteht mich bitte nicht falsch, die können mit 1,3, 1,4 Joule, können die problemlos halten. Keine Probleme. Aber es gab auch schon oft die Fälle, dass das Ding mit 1,6 Joule, dass die Shell reißt, dass der Piston nach 3000 Schuss kaputt ist. Also VFC qualitativ leider sehr hohe Toleranzen vielleicht drin. Dementsprechend würde ich, wenn es um die Qualität der Internals geht, würde ich zu E&C oder zu Arcturus greifen. Sie haben grundsolide und moderne Internals drin, die problemlos haltbar sind und ihr auch problemlos, sage ich mal, mit 1,8 Joule betreiben könnt. Das geht halt bei VFC leider nicht. Also Internals, wie gesagt, Arcturus oder E&C. Der nächste Punkt ist dann einmal EFCS-MOSFET-System drin. Hier muss man ganz klar sagen, hat natürlich jetzt die E&C-Version mit diesem Bugatti Core, EFCS und MOSFET die Nase klar vorne. Bedeutet, wenn ihr eine Akkuüberwachung haben wollt, wenn ihr die Akkuüberwachung, dann die Zyklenüberwachung haben wollt und so weiter, diese ganzen elektronischen Features, die gibt es nur in der E&C. VFC hat ein stinknormales MOSFET drin und Arcturus hat leider nicht mal ein MOSFET standardmäßig drin. Also wie gesagt, hier aufgelistet EFCS MOSFET, E&C ganz vorne, dann würde ich sagen VFC, stinknormales MOSFET drin und abschließend einmal die Arcturus. Okay, so, und der letzte Punkt ist die Qualität der Externals. Wenn ihr da Wert drauf legt, kommt ihr eigentlich an der VFC nicht ganz vorbei. Ich meine, es gibt
es ist nicht viel Unterschied. Wie gesagt, wir reden hier über Nuancen, aber definitiv VFC qualitativ von den Externals im Vergleich zu E&C und zu Arcturus noch ein ganz, ganz kleines bisschen besser. Ja, wie gesagt, das kann man jetzt sehen, wie man will. Wenn man sich das Ding jetzt irgendwo hinhängt oder in die Vitrine, denke ich, ist es klar, braucht man VFC, gerade auch wegen den Markings. Wenn man aber damit übers Spielfeld schrubbt und das Ding mal ein paar Kratzer bekommt, dann ist das eigentlich relativ wurscht, ehrlich gesagt. Aber wie gesagt, Qualität Externals ist definitiv VFC noch ein Tick vorne und E&C sowie Arcturus würde ich gleichstellen. Also hier die geben sich gar nichts. Verarbeitung ist bei den beiden Modellen auch ebenfalls tipptopp. Okay Leute, hier einen kleinen Vergleich und jetzt könnt ihr selber gucken. Wie gesagt, die liegen nicht weit auseinander, die einzelnen 416 A5 Modelle. Und jetzt kann jeder entscheiden, ja, auf was lege ich Wert. Brauche ich eine komplett Originale mit Markings, mit Originalschaft von HK? Dann natürlich, VFC, kommt da nicht dran vorbei. Wenn euch die Markings scheißegal sind, was da drauf sind und ihr eher Wert vielleicht auf die Elektronik oder auf die Internals legt, dann vielleicht eher eine E&C oder halt eine Arcturus, wenn ihr ein geiles Wiederschnellwechselsystem haben wollt. Könnt ihr euch jetzt ja raussuchen, was ihr braucht. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, relativ kompaktes Video. Ich hoffe dennoch, ich habe alles Relevante drin gehabt. Wenn ihr aber weitere Fragen zu irgendeinem so Modell habt, jederzeit haut es unten ins Kommentarfeld unten rein. Ich denke, ich werde mir so ein Ding da auch zu Weihnachten gönnen. Ich weiß es noch nicht. Kommt drauf an, ob ich nach meinem Rechnerkauf noch irgendwas übrig habe an Geld. Nee, wie gesagt, es sind schöne Modelle. Wenn ihr aber weitere Fragen habt, wie gesagt, ihr dürft gern rein kommentieren. Ich lasse die auch noch eine Zeit lang da liegen. Wenn euch das Video gefallen hat, lieben gern Like, Abo, Mitgliedschaft da lassen. Wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.